Sicherlich habt ihr gedacht, ich habe meinen Peugeot schon verkauft. Nein, der ist so gut, man muss den nur ganz selten reparieren. Aber heute müssen wir trotzdem eine Kleinigkeit machen. Er bekommt heute einen neuen Auspufftopf. Natürlich habe ich eine neue Schelle und Haltegummis besorgt. Ein paar Werkzeuge werden wir trotzdem brauchen, also holen wir mal den kleinen Satz. Da werden wir irgendwas finden lassen, was wir brauchen. Den defekten Auspuff erkennt man hier an den Löchern. Da ist er durch und hier ist er durch. Jetzt sagt der eine oder andere, das könnte man ja nochmal schweißen, aber das Blech ist um die Naht schon so dünn, das macht eigentlich keinen wirklichen Sinn, also wechseln wir den Auspuff. Die Demontage ist relativ einfach. Er hat hier ein Haltegummi, auf der anderen Seite ist ein zweiter Haltegummi und hier ist eine einzige Schelle und schon sind wir den Auspuff los. Bevor wir die Schelle öffnen, kann ein bisschen Rostlöser nicht schaden. Jetzt kommt aber der eigentlich schwierige Teil der Reparatur. Das ist zwar nur eine Schraube, aber das Maß ist 16 mm. 16 mm ist in den meisten Sätzen nicht drin. Müsst ihr also dazu kaufen. Oder Trick 17, ihr nehmt von den modernen Zündkerzen eine Zündkerzennuss. Die haben auch 16 mm. Also aufmachen. Das ist eine einzige Mutter. Entweder ihr macht das jetzt mit 2 Zangen, großen Brecheisen auf, oder ich benutze hier so eine Sägeringzange. Das geht natürlich nur mit einem stabilen Modell. Ihr macht den Gummi hier raus. Müsst ihr hier am Rohr vorbei. Und wir haben das Teil aus dem Auto. Die neuen Gummis gehen etwas schwer drauf, da könnt ihr ein bisschen Glycerin nehmen. Und dann rein in die Halterung. Das gleiche mit der anderen Seite. Wir hängen wieder die rechte Seite zuerst ein. Andere Seite. Und jetzt Vorzug. Kurz vor Abschluss wird die Reparatur jetzt doch noch etwas kompliziert, weil die Schrauben sind so kurz, dass ich den Flansch gar nicht über den Auspuff und hier eine Mutter drauf bekomme. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen tricky arbeiten. Ich habe hier mal 2 lange Schrauben rausgesucht und damit können wir den Flansch erstmal montieren. Damit der Auspuff auch schön dicht wird, machen wir in den Flansch noch ein bisschen Auspuffkit rein. So, ansetzen. Erstmal mit den langen Schrauben, so weit wie es geht, festziehen. So, seht ihr, wie kurz die Schraube war? Ihr hättet niemals die Mutter drauf gekriegt. Wir müssen jetzt natürlich die kurzen Schrauben wieder reinkriegen. Da habe ich mir folgenden Trick parat. Ihr nehmt einen Kabelbinder, bindet es jetzt mal anständig zusammen. Schön richtig auf Zug. Jetzt kann die Mutter wieder raus. Und die richtige Schraube rein. Auf der zweiten Seite machen wir natürlich das Gleiche. Der zweite Kabelbinder raus und der Flansch sitzt und die Schelle sitzt auf dem Flansch. Jetzt ziehen wir mal die Muttern langsam mit Gefühl an. Auf jeden Fall müssen beide Schrauben zu.
ungefähr gleichmäßig belastet werden. Im Gegensatz zur intelligenten französischen Schelle muss man die deutsche Schelle oben kontern. Die Dinger verziehen sich schon, die Flansche. Wir prüfen noch, ob der Auspuff auch wirklich dicht ist. Keinerlei Problem. Kommt nichts hier raus. Der Auspuff ist wieder drin. Eigentlich war das eine ganz einfache Reparatur, auch für den Anfänger geeignet, aber ein paar Werkzeuge haben wir doch wieder gebraucht. Der kleine Rote kann jetzt wieder auf große Fahrt gehen, also tschüss, bis zum nächsten Film.